Von der wurde gleichen, da wurden vor zum Anfang eine Vers lesen, das ist in Hebräer Kapitel 4, so wenn ihr durchandrehen dann, Hebräer Kapitel 4. Das ist ein Vers, der du reden wird von Jesus, aus der in der Welt nankommt. Hebräer 4, Vers 15, und sagt, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitfallen kann. Aber einer, der in alles krank so versorgt worden ist, so es wir sind, über uns zu singen. Das redet hier von Jesus als hoher Priester. Das ist ein wichtiger Vers für uns, wenn wir denken an, dass wir wollen Gott verstehen und die Ursache, für worum er auch in der Welt nankommt. Das ist ein wichtiger Punkt davon. Nun, wir wollen nicht vor zum Anfang noch nicht sehr viel von diesem Vers reden. Aber ich will gleich, dass wir diese Vers in ihre Gedanken halten, während wir durch die Botschaft gehen. Wir wollen erst ein bisschen grundlegend von meinem Thema. Das sind andere Dinge, wo wir wollen erst von reden. Dann Luther, weil wir zurückkommen, diesen Vers, noch den Text, was hier so randet ist. Und dann ich glaube mit einem, wo diese Vers nicht viel wichtiger sind. Ist vorher. Ich stelle mich so vor. Da wollen Dinge rauskommen, was die eigentlich nicht haben angedacht. Und so bei ihr werden wir dann von was andere Dinge reden, dann kommen wir trainen das. Letzte Woche haben wir angefangen mit einer Serie, die nennt sich Wer ist Gott? Gott hat sich geopenbart in 3 Hauptwege. Vorher sehen, dass Jesus ein Heilige ist. Das sind die 3 Hauptwege, wo Gott sich hat geopenbart zu den Menschen. Und das wie letzte Woche haben von geredet, von diesen 3 können wir auch noch wieder verspreiten. Das sind hier verschiedene Titels, wo der gegeben wird. Das sind auch verschiedene Nummers, auch mehr Nummers, wo Gott, Jesus und den Heiligen Geist gegeben wird. Und du kannst auch noch viel mehr lernen. Aber hauptsächlich, das ist, wer Gott ist. Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist, wer er ist. Und von dort werden wir dann reden. Und ich will Ihnen ein bisschen Überblick geben über diese 3 Offenbarungen von wer Gott ist. Und von diesen 3 Offenbarungen hängen meine Botschaften auf. Letzte Woche haben wir geredet von den Vater. Und dann haben wir geredet von der Vater ist Gott, Eva uns. Da haben wir letzte Woche von geredet. Von der werden wir reden von Jesus. Das ist Gott mit uns. Und dann nächste Woche, der letzte Weg, und das ist die Serie von Botschaften, reden wir über den Heiligen Geist. Und das ist Gott an uns bin. Nu, ich würde Ihnen merken, wenn ihr die Botschaft von letzter Woche nicht hören, ihr hört über Gott über uns, wo wir haben den Anfang gemerkt von dieser Serie. Ich würde Ihnen merken, hörst du auch. Wir dort das dort verbindet sich sehr mit der Botschaft, die wir von der und auch nächste Woche haben. So, wenn ihr alle 3 Botschaften würden hören, dort habt ihr ein viel gerateres Bild über das Thema. Nu, letzte Woche haben wir auch gelehrt, dass Gott, er ist ein Gott, der teilnimmt in jeder Part in dein Leben. Von der tiefsten Ding, was an die Band ist, bis dort, was Raum die ist, und bis dort, was weitste auf ist von die, in jeder Part ist Gott. Er will er sein, in dein Leben. Und diese 3 Offenbarungen, Vater, Jesus und Heiliger Geist, diese 3 Offenbarungen wiesen uns, wo Gott teilnimmt in jeder Part von uns Leben. Wo er dort. Letzte Woche haben wir hauptsächlich gekickt nur die Offenbarung von Gott aus Vater. Er ist Gott über uns, nicht mehr als Gott, bloß ein Gott, der irgendwo büten ist. Nicht? Er ist nicht bloß einer, der dort irgendwo weit auf ist. So ist einzige Menschen leben dann. Einzige Menschen haben bloß so zu hören. Gott ist einer, der ist du irgendwo. Nicht? Aber wir wollen nicht näher wo. Er ist so weit auf, er ist ja allmächtig. Aber hier haben wir dann gesehen, letzte Weg, dass er will nicht bloß haben, dass wir so ein Stott ankicken. Er ist bloß einer, der weit auf ist. Aber eins, der sich offenbaren aus Vater, nu kommt er nur in uns. Das ist ein allmächtiger Gott, kommt nur in uns. Und er will haben, dass wir so ein Arm ankicken aus Vater. Und dort wir den seine Kinder werden. Du hast letzte Weg von geredet. Er will ein Verhältnis haben mit uns. Und dort bewies die erste Offenbarung von Gott aus Vater zu uns. Von der werden wir die zweite Offenbarung kicken,
über wer Gott ist. Dort ist die Offenbarung von Jesus Christus. Jesus Christus ist Gott mit uns. Und dort ist, was der Name Jesus meint. Der Neue Testament, der Evangeliums, die sagen uns, dass der Name Jesus meint einfach Gott mit uns. Das ist, was er meint, der Name. Wir haben alle, oder unsere Numen haben alle eine Bedienung. Jesus, sein Name, hat die Bedienung Gott mit uns. Nicht mehr ist Gott auch bloß eine, die über uns ist, aber Gott ist auch eine, die mit uns ist. Das lieben wir von Jesus. Er ist ein Gott, der mit uns gut tut. Er ist ein Gott, der mit uns zu eten, schlupen, lachen, rohren tut. Er ist in die Welt hineingekommen. Er starb über dem auch für die Menschen. Er wird auch abgestumpft vom Tod. Und er hat nicht auch anstehen für die Menschen. Das ist die Offenbarung von Jesus Christus. Das ist, wer er ist. Er ist Gott mit uns. Und ich will gleich noch ein Bild hier so zu wiesen. Und ich will eine betende Erklärung geben auch von diesem Bild. Aber war Luther zu eng von der Botschaft, wo wir waren zurückkommen nach das Bild, was ich Ihnen geben will. Und dann wird dort auch klar geworden. Und das wird uns sehr helfen, dass wir die Offenbarung von Jesus Christus besser verstehen. Und was dort zu uns, oder für uns zu bedienen hat. Das ist ein sehr einfaches Bild. Hier oben ist Gott. Hier unten sind die Menschen. Nu, wenn wir Hebräer studieren, dann, und für so eine, was haben Hebräer durchgestudiert, mit mir taub, ein paar Jahre 3, jemand wird vielleicht besser bekannt sein. Wenn die wollen mehr von das studieren, kommen die Jahre in der Bibelschule, ich will, das war unrecht in einem Abend. Ein sehr wertvoller Brief. Über Gott, erst einmal, er will zu den Menschen reden, hat er ein Weg, was er dort tut. Das für die Israeliten, er hat diese Priester, was angestellt werden, was er hat angestellt, und auch Propheten. So, wenn Gott will, zu den Menschen was sagen, zu dem israelitischen Volk will er was sagen, dann will er zu den Propheten reden, und dann die Propheten, die geben dort zu den Menschen. Und das ist uns bekannt, nicht? Jesus redet zu Moses, und dann sagt Moses zu dem Volk. Gott redet zu Jesaja, und dann Jesaja sagt, was Gott hat gesagt. So deuten die Propheten aber. So Gott sagt die Prophetenwort, und die Propheten geben dort wieder. So die Gott reden. Aber er hat auch Priester angestellt, die auch Vermittler werden zwischen Menschen und Gott. Und wenn Menschen dann wollen die Wort zu Gott bringen, dann gingen sie die Priester, und die Priester brachen dort nach Gott. So hat Gott dort angeordnet, was die sollen tun. Und besonders, wenn wir hier denken wir auch an das die Opfer für den Sinn, was die sollen auch bringen, so wird. Diese Menschen, die Opfer bringen, diese Priester, die Opfer bringen für die Menschen. Nu, besonders in der Hebräerbrief, wir kennen auch das, aber besonders in der Hebräerbrief, kriegen wir eins dort Bild, dass Gott hat das Weich getan, wird das wie ein Schoten von dort, was kommen soll. Das wie ein Schoten von der Erfüllung, was Jesus Christus wird bringen. Und nun sagt er in Luther, wo wir auch einen Vers lesen, krieg von das, nun sagt er, und es steht dort, wie diese Vermittler haben, sagt dort, nun steht Jesus, hier so, er ist uns Vermittler. Und das will Luther auch wollen lesen, dann sagt dort, Gott, ihr schaut mal dort, hey, der Propheten und so, auf viele verschiedene Wege durch die Menschen reden, aber nu, dass er durch Jesus, nu schickt er den sehen, nu dass er persönlich mit den Menschen reden. Und nicht bloß dort, Jesus kommt in eine Welt nein, und nu steht dort, die Priester stehen, Kjoakj und weiß nicht, was alles dort mehr ein Opfer bringen. Jesus hat sein eine Blut gegeben, das ist nicht das Opfer, und nicht bloß dort, er der das ja nicht persönlich im Himmel bringt. Er bringt das persönlich nur Gott. Das ist nicht das Bild, was wir kriegen. Jesus ist nicht der Vermittler hier so. Und hier haben wir ein Bild von, wo Gott will alles sein für uns Leben. Und jeder Part von uns Leben hat Gott, oder der Gott teilnehmen. Hier sagen wir das Bild. Unsere Rettung ist Gottes abhängig und Jesus, er bringt die Opfer. Er kommt in die Welt nein. Er nimmt das Opfer und bringt das wahre Bett im Himmel. Er tut alles. Jesus tut dort. Jeder denkt, dass Gott selbst für uns.
En dus ik zei, Luther, waar we dit beeld ook waren bekeken, en dan wordt het ook met ons wichtig geworden. Voor ons. Wat we willen van dit doen, wanneer we reden over het thema van Jezus, is we willen aanvangen met een beetje een grondlijn. Ik ga je een paar dingen hier zo wezen, waar we willen denken om aanvang. En dan te eind, waar we dat beeld voorstellen. Aber eerst moeten we een beetje een grondlijn hier zo. En dat eerst besteedt je aus Gott, oder aus Jesus Gott ist oder nicht. Jetzt, wenn wir sagen, dann, dass Jesus als Gott mit uns, dann müssen wir auch erst mal klar kriegen, sagt die Schrift uns auch, dass Jesus Gott ist. Das ist die Frage, was viele Menschen haben, nicht? Ist Jesus dann auch Gott? Das ist die Frage, was wir haben. So, die Grund müssen wir erst mal lernen, wir können wieder gehen. Und die Antwort ist ja, die Bibel sagt so. Jesus sieht selbst so. Paulus schrift von so. Petrus, Johannes, die Schreiber von Hebräer, die sagen das alle. Und die Menschen, die Jesus hier deuten, die verstehen das auch so. Und wir wollen das alle auch noch sein. Diesen Grund müssen wir erst mal lernen, wir können wieder gehen. Mein Punkt von das alle ist nicht gleich, das will alles wissen. Das ist bloß der Grund für den Punkt, wo ich Luther will machen. Nu, wenn je in de bulletins opmerking doen, dan kan je zeggen, ik heb een lange streep van versen. Dus je doet ooit een tekst. De versen wat ik dus heb, en in de bulletins niet doen, dat zijn alles versen wat ik nu wil nadenken. Dit zijn alles versen die te doen hebben met Jezus als God. Die aanwijzen dat Jezus als God. Dat hij heeft alles gemerkt. En ik wil de hoostig even doen. Dit wordt een langere tijd brengen, maar ik wil een vaste grond hier zo lang. En dan kan je deze teksten met naar huis nemen en door weer lezen. Dat is waarom ik dit ga nemen. Maar ik wil de hoostig even doen, al deze versen wat hier zo zijn, een paar bemerkingen maken en dan gaan we weer. Als Jezus God. En laatste week dan hebben we geredet van een eerste Mose. Dat, daar zeg je dat ganz klar, dat am Anfang maakt Gott de Himmel en de Erde, de Stieren, alles wat er is, en de mensen. Dat wie je ganz klar, Gott heeft het gemerkt. In Johannes kapitel 1 hebben we ook de Geschichte van wer heeft de Welt gemerkt. So met dat werden we dan nu aanvangen. Met Johannes kapitel 1. Dit geloof ik is bekend voor ons. Aus alles aanvangt wie dat woord, en dat woord weer bij God. En wat God weer dat woord. Hij weer am Anfang bij God, der arm is alles gemerkt, en onarm is niets gemerkt, wat gemerkt is. En arm weer leven, en dat leven weer dat licht voor de mensen. So hier zegt dat, wer de Welt en alles gemerkt heeft, niet zo? Dat woord weer am Anfang bij God, en dat zegt dat woord weer God. En der arm is alles gemerkt. Vers 14 zegt ons, wer dan weer? En dat woord wordt mens en woont mag ons. Wer is de mens? Dat is Jezus. En hij woont mag ons. En we sagen, wo herrlich hij weer, eine Herrlichkeit zoals ein Vater zijn einzigen Sehende heeft, voll van Gnade en Wahrheit. So hier lezen we dat Jezus merkt alles. Kolosser, Kapitel 1, Vers 14 bis 17. En Jezus heeft wir onze Rettung. Dat meint, Jezus heeft ons onze zinnen vergeeft. Christus liegt je neben Gott, den wir nicht sein können, weil wir durch irgendwas auf ihr gemerkt wird. Gott kann wir nicht sein, so zuerst, aber Gott wird dann Mensch, und er wird physisch geboren als ein Mensch, nicht können wir mit uns am Ankicken. Gott, in seiner Herrlichkeit, so zuerst kann wir nicht sein, er ist yes. Aber er kann in der Welt nennen, sagt dort, Christus liegt je neben Gott. Dann wieder sagt dort, durch Arm, durch wem? Durch Jesus, merkt Gott alles, was im Himmel und auf der Erde gemerkt worden ist. Was zu sein ist und was nicht zu sein ist. Auf Thronen, Regierungen, Herrschaften und Gewalten. Dort ist alles durch Arm und für Arm gemerkt. Hij wird durch irgendwas gemerkt wird und durch Arm besteht alles. Waarom haben wir das Bild, dass alles ist durch Jesus gemerkt? Nu, was interessant ist hier so auch, ist, dass sagt, dass alles ist durch Arm gemerkt. Aber alles ist auch für Arm gemerkt.
Nu op andere stellen in de schrift redt davon, dat alles is für den Führer gemerkt. Alles ist für Gott gemerkt. Und hier sagt dort, dass alles ist für Jesus gemerkt. Er merkt das alles für sich selbst. Dann sagt dort, durch Arm besteht alles. Das ist den Sinne macht, dass alles taubhalten wird. Alles taubhalten. Hebräer. Hier wollen wir mehrere Texte in Hebräer Kapitel 1 lesen. Ich habe in Ihnen Bulletins bloß Hebräer 1 gelesen. Dort die können bloß das ganze Kapitel lesen. Gott, der in vorherigen Tiden Verken und auf viele verschiedene Wege durch die Propheten zu unseren Vorder geredet hat, so hier haben wir das Bild, wo ich hier steht morgen. Er sagt, der hat nu, und diese letzte Deel durch sein Sehen zu uns geredet. Er hat am Duto bestimmt, alles zu ordnen. Durch den Sehen hat Gott auch die Welt gemerkt. Der Sehen strahlt die Herrlichkeit von Gott aus, dem er in seiner Art und Weise auch genau liegt. Durch sein kraftig Wort dreigt und ungeheilt er alles, was du ist. Er hat uns von den Sinnen gereinigt und sich bei der rechten Hand von der Majestät im Himmel gesagt. So hier haben wir das Bild, das wir hier haben. Erst einmal der Gott durch die Propheten reden, und auch auf viele verschiedene Wege. Nu sagt dort, nu kann er durch den Sehen, nu dat er durch den Sehen reden. Dann gehen wir wieder in Hebräer. Vers 7. Von den Engeln sagt er merkt seine Engel, so es Wind. Seine Deine, so es Flammen. Aber vom Sehen sagt er, den Thron, o Gott, bleibt immer und ewig. Du herrschst über den Recht und Gerechtigkeit. Was geht hier so an in Hebräer? Das ganze erste Kapitel von Hebräer, das redet über Jesus. Das redet hier von Jesus. Nu, was der Schreiber von Hebräer det, es das nie sagen, was der Alte Testament sagen det. Der Schreiber sagt, kijk, im Alten Testament, und hier so besonders sind es in den Psalmen, glaube ich, er sagt, im Alten Testament sagt dort einzige Dinge über Engel, weil der Schreiber wohl schön mehr unter den Menschen wissen, Jesus ist besser als der Engel. Er ist höher als der Engel. Die sollen nicht Jesus vergleichen mit den Engel. So er sagt, der Alte Testament sagt, sonst steht über den Engel. Er sagt, er merkt seine Engel, so es Wind, und seine Deine, so es Flammen. Aber dann jetzt wieder sagt er, so das ist, was er von den Engeln sieht. Und wenn ihr glauben, dass Jesus es vergleicht mit den Engeln, sagt er, no. Kijk, was der Schrift auch sagt. Der Schrift sagt auch von den Seen, das ist eine Prophezeiung, von den Seen sagt er, den Thron, o Gott, bleibt immer und ewig. Das redet von Jesus. Den Thron, o Gott. Das wurde Jesus genannt, und das wurde von Jesus vertont wird. Das wird von Engeln vertont wird. Wieder in Hebräer. Er sagt auch, am Anfang hast du, Herr, den Grund für diese Welt gelegt, und der Himmel sind ein Werk von deiner Hand. Die waren vergehen, du aber warst blieben. Die waren alle so als ein Kleid alt worden. Du warst die abbrauen aus ein Mantel, und die antragen aus ein Kleid. Aber du bleibst so, als du bist, und dein Leben nimmt kein Eng. Nu, wenn wir bloß diese Versen lesen, dann einige Menschen würden lesen und sagen, oh, das redet bloß von Gott, nicht? Das redet von Gott. Und weißt du was? Das redet. Und wenn wir das ganze erste Kapitel von Hebräer lesen, dann wollen wir an, das redet bloß nach einmal von derselben Person, von dem Messias, von Jesus. So, das sagt hier so, auch, das ist wahr, was im Alten Testament sieht. So, der Schreiber sagt, im Alten Testament sagt das auch, am Anfang hast du, Herr, den Grund für diese Welt gelegt. Wer ist der Herr, der hier genannt wird? Die Sehen, der Messias, der Christus, der wurde in die Welt hineinkommen. Jesus hat den Grund für diese Welt gelegt. Er sagt, die wollen vergehen. Die hast du gemerkt, dort wird vergehen, aber du bleibst immer und ewig. Wieder, Titus Kapitel 2, Vers 11 bis 13. Weil Gott seine selig merkende Gnade ist für alle Menschen verendacht gekommen. Der lehrt uns auch, die gottlose und weltliche Leidenschaften oft zu sein, uns zu beherrschen und aufrichtig und gottesfürchtig in dieser Welt zu leben. Während wir in derselben Hoffnung lernen, dass uns große Gott in Heiland Jesus Christus in Herrlichkeit kommen wird. Das heißt, wir lernen aufrichtig zu leben in dieser Welt, und gottesfürchtig zu leben, während wir für wem lernen. Für wem wir lernen, der kommt so. Jesus. Hier nannte Jesus uns große Gott in Heiland, Jesus Christus,
Hij wordt kom. 2. Petrus Kapitel 1, da sagt dort selber, Simon, Petrus, Jesus Christus, sein Apostel, en deiner schrift diesen Brief nur die den selben Glauben gekriegt haben, aus wie, durch die Gerechtigkeit, die uns Gott und Heiland Jesus Christus geben wird. Uns Gott und Heiland Jesus Christus gibt uns diese Gerechtigkeit. Jesaja Kapitel 9, das wird ein bekannter Vers sein. Das ist eine Weihnachtsvers, was wir einmal brücken tun. Das ist eine Prophezeiung an Jesaja, wird wiesen, dass nur das ein Kind, das wird geboren worden. Und plötzlich ist das Vers 5, und wird Engelchen und vielleicht auch Kjoakj und andere, ich weiß nicht, ist dort vielleicht saß. So, 5 oder saß wird das für uns sein, du eine Wort von der Übersetzung hier haben. Wir uns als ein Kind geboren, ihr habt das eigentlich hier, nicht? Wir haben einen Sohn gekriegt, und er hat dort Recht zu regieren. Er wird der wunderbare Rutgeber, der mächtige Gott, der ewige Führer, der Friedensprinz genannt worden. Hier sind 4 Titel, wird alles worden auf Jesus gelegt. Diesen Sehen, der wird in der Welt ankommen. Am wird der wunderbare Rutgeber genannt. Am wird der mächtige Gott genannt. Am wird der ewige Führer genannt. Am wird der Friedensprinz genannt. Das redet hier von Jesus, und das haben wir einmal Weihnachten. Lesen wir einmal weiter. So, diese kommende Weihnachten, wenn ihr das wollen hören, dann denkt ihr, was das sein wird. Markus Kapitel 14. Vers 61 bis 64. Das ist dann aus Jesus für den Hugh und Ruth ist, die waren am Tod mehr, und die segnen die Ursache, warum sie am Tod mehr. Jesus aber bleibt still, so die Menschen dann am Verklären wegen aller Sorten Leugnis. Er sagt aber, Jesus bleibt still, und je haben keine Antwort. Der Hohepriester fragt noch einmal und sagt ihm, bist du der Christus, den Hochgelobten sind sehen, also Gott sind sehen. Und Jesus sagt, ich sehe dich. Und je wollen den Menschen sehen, wie dem Allmächtigen zur rechten Hand Satan sein, und am Sein und der Himmelsweiten kommen. Dann verrät der Hohepriester sich dort Kleid und sagt, woran brauchen wir noch mehr Zeugen? Je haben dort gelassen, gehört. Was denkt ihr? Und sie verdammten am alle zum Tod. Doch wir das, was dort bestätigen dort, dort hij soll dood gemaakt worden. Die haben alle Sorten geprüft, alle Sorten Leugnis bringen und nichts steht backen. Und nu fragt hier so bloß eine Frau, bist du der Christus, der Hochgelobten sind sehen? Jesus sagt, ja, ich sehe. Nu, warum wird das so schwierig? Ich glaube, der nächste Vers wird uns vielleicht sagen, warum. Und Johannes, kommen wir auch einmal bei so, was steht. Johannes Kapitel 5, Vers 17, 18. Das ist kurz nur dort, was Jesus hat einen Mann und den Sabbat geheilt. Und nu sind die Pharisäer da, dort hat einen Mann geheilt. Nu sagt Jesus übersieht an, mein Vater arbeitet von dir, und so arbeite ich auch. Dann versagten die Juden noch so viel mehr am Tod zu merken, nicht bloß, wie es den Sabbat gebrochen hat, aber wie es sieht, dass Gott sein Vater wird und sich selbst mit Gott Glück stellt. Er hat sich selbst mit Gott Glück gestellt. Nu, wenn Jesus ein Mann ist, dann wird das eine Leistung sein, nicht? Du als Mensch darfst nicht sagen, dass du Gott bist, oder dass du Glück mit Gott bist. Das, was wir uns abbringen, das ist, warum das so ernst wird. Wir sind nicht froh, und sie am Krieg, das selber denken, zu der Eng von denen sie leben, sagen die, Jesus, sei dir nicht einmal ans. Bist du der Christus, den Allerhöchsten sind sehen. Krieg dort, wo die in dieser Version hier so haben. Wo die hier so dort abreden, hat er hier so, was du gebracht, dass die von Jesus tot mehr. Entweder heißt Gott, und dort ist nicht eine Leistung, oder heißt nicht Gott, und dann ist dort eine Leistung. Und die nehmen das so an, das ist eine Leistung, wie man an diesem Tod mehr. Wir wollen nicht an ihm bleiben. Johannes Kapitel 8, Vers 57 bis 59. Dann sehen die Juden zu ihm, du bist noch nicht mal 50 Jahre alt, so die reden zu Jesus. Und du hast Abraham gesehen? Jesus sagte an, ich sei Juden die Wahrheit. Euer Abraham wir, sie ich. Dann hoben die Juden Steine ab, nur um zu schmieden. Jesus aber verstärkt sich und verleiht den Tempel in Kjoakj. Das spürt sich, dass Jesus konnte bloß nicht treffen, nicht?
Nu haben sie eindelijk gesagt, en nu voets van het eindelijk wat ze gezegd haben sie die Stunde nu ook al rijden en zijn de rijden zum Schmieden, die kijken, wo ist Jesus gebleven. Dat sage ich, nu haben sich verstärken. Wordt wie hier so wichtig, was Jesus gesagt hat? Hier ist ein Plot, die kommt und nicht ganz so klar uit, aber das eindelijk wat hij sagt. So, wenn wir daran denken, Abraham hat wir 2000 Jahre Eier Christus, du wir. Okay? Das ist der erste Punkt. Aber das noch mehr. So, Jesus sagt, ich sage das Wort hat, Eier Abraham wir, so, vor 2000 Jahre 3, sagt er, sie ich. Nu, wenn wir das vielleicht ein bisschen besser verstehen wollen, sollen wir sie ich einmal umdrehen. Ich sie. Warum ist das wichtig? Kann ihr die Geschichte von Moses, als er dann auf den Boy ist und durch den Busch, wo du so brennt, nicht, und er vertraut du so mit Gott. Er hat eine Unterhaltung und Gott sagt zu Moses, dort du sollst in Ägypten gehen und du sollst mein Volk durchleiten. Und ein Ding, was Moses dann sagen wird, ist, okay, weil mein Herr von all Dingen zum Vergeben, aber man einem sagt, hey, was soll ich sagen zu dem Volk, wer hat mir geschickt, dass sie mir glauben wollen? Und dann sagt Gott ein Ding, das hielt sich funnig, was er sagt. Er sagt zu Moses, sei zu ernt, dass ich sie habe dir geschickt. I am has sent you. Das merkt ihr keinen Sinn. I am. Ich sie. Nicht ich wir, nicht ich wo sein, ich sie, bloß das wer Gott ist. Er sagt zu Moses, wenn die das sagen, dann wollen die Juden vorzweiten, wer die sagen, die haben geschickt. Dann wollen die vorzweiten, dass Jehova, Yahweh, wo am Jam nicht nahen, dass er hat am geschickt, oder dort zwingst, was Moses was sagen, ist der dann wollen glauben oder nicht, aber das ist das Bild, was die nicht kriegen. Ich sie, schickt nie, ich sie wir nun, wo Gott zu den Israeliten hat umgebracht, zu ernt, die kicken dann, und das nehmen aus, das ist Gott. Jesus sagt hier ein Ding, Eier Abraham wir, hier sagt dort sie ich, was soll umgedreht worden, als dort ich sie. Was sagst du, Matt? Ich sie, er wird sich durchstauen aus Gott. Die Salve, was Moses dann hat in Ägypten gebracht. Und dann mit einem zweit, wie willst na, das hier, diese kann ich nicht kurz der Steine abheben, aber wahrer, die kicken das an aus einer Lasterung. Wo wirst du nicht sagen, dass du bist der Ich, dass du bist diesen Jehova, dass du bist Yahweh, du bist Gott? Und dann sagen die Rede, Jesus tut zu mir. Noch ein Vers, Johannes Kapitel 20. Dann sagt heute Thomas, reck mal deine Finger her und kick nach mir hin. Und reck deine Hand her und leide in meine Sied und jeft die nicht dem Anglauben haben, aber glaub. Dann sagt Thomas zu ihm, mein Herr, mein Gott. Jesus sagt zu ihm, Thomas, du glaubst nicht. Willst du mir sein hast, selig sind die nicht seinen in Dach glauben. Was ist hier so wichtig? Aus Jesus Abstund vom Tod, dann hat er sich einmal geopenbart, oder gewesen zu den Jüngern in einer Stufe. Thomas würde nicht beten. Und aus den Jüngern Thomas dann sagen, dass die haben Jesus gesehen. Thomas sagt, das will ich nicht glauben. Bitte ich will die Lache, in denen sie hängen sein, und ich will meine Hand, in denen sie sieht, nein, kann stärken, wo der Spieß nennen will ich das nicht glauben. Und nun, ich glaube, wie 8 Jahre Luther, kommt Jesus wahrer. Mank ent, du sollst die taub sein, und das muss erst Thomas du auch. Und dann sagt Jesus zu Thomas, nee, kick mal mich hängen. Da die Hand hier so um mich sieht. Und dann sagt dort, dann sagt Thomas zu ihm, mein Herr und mein Gott. Thomas, der Jesus nicht anerkannt als den sein Gott. Nee, wie kann irgendwem Gott nahen, nicht? Wir können irgendwem Gott nehmen, wie wir wollen. Die Frau ist erst dann so, nicht? Und hier ist die Frau, der Gott jemals, oder Jesus jemals bestätigen, dass er Gott wird. Wir haben was vorhin gelesen. Und nun sagt Thomas, mein Herr und mein Gott, und was sagt Jesus? Well, kick mal, Thomas. Mir macht dich anbeten, nichts ist dort an mich denken. Wir werden nach euch kicken. Noch er sagt hier so, Thomas, nicht glaubst du?
willst du mir sein hast? Selig sind die, die nicht seine in Dach bleiben. Er bestätigt dort hier, dort das, was er nicht sieht, wie reicht. Jesus bestimmt dort. Dort hat Gott wir. Hier sind ein Teil Versen, das ich sage, ich will nicht ein Teil von das alles reden, krieg von hier. Nehm diese Versen und dort alle eben lesen. Hier kann große Themen von alle Versen gegeben worden. Aber das ist nicht mein Punkt von dir. Das ist nicht, was ich will rüberbringen von dir. Das ist nicht, was mir von dir wichtig ist. Das ist mir wichtig. Aber das ist bloß, dass wir das ein Ding klar haben, für das nächste, was ich Ihnen vertrauen will. Wir müssen das klar haben, ob Jesus Gott ist oder nicht. Anders bedient das nächste Part sehr wenig. Nu, wat dat deze openbaring van Jezus Christus, so wie weten nu heißt Gott, wat bewijst deze openbaring van Jezus Christus, mij over wer Gott is, en wo hij wil gaan, ik zal hem aankijken. Dat is de vraag. Wir haben hier gesehen, dass Jesus ist den allmächtigen Gott. Dort haben wir in mehreren Versen gelesen, dass Jesus ist der, der alles merken tut. Er ist der große, gewollte Gott, der alles merken tut und schaffen tut. Dort haben wir gesehen. Und über Christus letzte Weg haben wir angefangen mit einem Bild von Gott, der Führer, der über alles wir und allmächtig wir. Aber dort hat sich dann auch nur das offenbaren, aus dem Führer, namens haben wir Gemeinschaft. Ihr habt dort ein Verhältnis mit uns. Auf denselben Weg kicken wir nur nach Jesus und wir sagen, dort er ist der bütgewöhnlich, gewaltig, große Gott und er kommt nu dichter bei und wird Mensch und heißt Jesus, heißt nu Gott mit uns. Nu mit uns haben wir ein Verhältnis mit Gott. Nu der Hauptursache für Jesus, dort er in der Welt ankommt, dort glaube ich weit wie. Er kam zum Sterben für die Sünden von den Menschen. Und dort alle wurden an ihm glauben, wurden kein Rat worden und das ewige Leben haben. Und er wurde dann auch wieder abstehen vom Tod. Das glaube ich kann wir alle. Das weit wir alle. Und so mehr von das will ich auch nicht sagen. Das ist der Hauptursache, warum er kam. Für den Erlösungsplan. Was ich nicht will, ist, ich will nicht ans Dreh nicht den Text bringen, was wir am Anfang hatten in dieser Botschaft. In Hebräer. Dann werden wir ein klein bisschen das Dollar bekicken. Aber ich würde nicht gleich in Kapitel 5 anfangen, Vers 1. Wir reden weiter von Hohepriester. Das Bild, das ich erst heute gemalt hier. Hebräer 4, Vers 1 sagt, jeder Hohepriester von manchen Menschen gewählt, wird angestellt, für Gott für die Menschen anzustehen und Guven und Opfer für ihre Sünden zu bringen. So hier sagt dort, warum die gewählt sind. So hier sagt, Gott hat Priester gewählt und hat die von den Menschen selbst gewählt. Und das wird Luther auch wichtig sein. Die Priester wurden von den Menschen genommen, dort die Menschen sollen Priester schworen und die Priester sollen anstehen für andere Menschen. Und wir wollen sagen, warum das wichtig ist. Sag ich, in der Abgabe ist zum Anstehen für dich ein Opfer bringen zu Gott. Vers 2 sagt, was interessant ist. Er kann mitfallen mit dir, die Ehren und nicht beter weiten, weil er dort selbst mit Schwachheiten zu tun hat. Die Ursache, warum das hier sagt, warum die Priester sollen von den Menschen genommen werden und nicht Engel. Gott hat gekriegt, so Gott kann Engel anstellen für das, nicht? Sagt, no, die sollen von den Menschen gewählt worden, wegen den Menschen können mit den Menschen mitfallen. Und das ist ein Konzept, das sehr leicht ist zu verstehen. Ich glaube für uns. Die Priester, die können mitfallen mit den Menschen, so die haben dann Mitleid. Wegen die haben dieselben Kämpfe im Leben. Dieselben Struggles im Leben haben sie, und so die wissen dann, wenn diese dann Schwierigkeiten haben, oder Sünden haben, oder Fehler mit einer schweren Tiden durchgehen, die wissen, ich gehe auch dort durch. Ich weiß, warum das geht. Wenn einmal wie persönlich durch ein Ding gehen, mit eins,
da wir viel dollar mitfüllen mit der nächsten Person, die der dort selber geht, nicht? Wenn wir mal nehmen, die letzten 2 Wochen sind schwere Dinge gewesen für viele Menschen. All die Frühes, die nie haben ihr Mond verloren, weet je wat, nu met eins, worden die veel meer Mitleid haben mit anderen Frühes, die die Mann verloren haben. Das ist einfach so. Und wir können erst, was du in anstehen, erst, was schwört in dein Leben, können du anstehen, wenn du das hast durchgegangen, dann kickst du in die nächste Person, die auch dasselbe denkt jetzt, und du bist bekämmert an dich. Und vielleicht können wir auch einen anderen Weg nehmen, wir hier redet auch von Sünden. Vielleicht hast du ihr schon mal gestruggelt mit einer Sünde, die jetzt kämpfen, aber vielleicht hast du sie gehört, und nu mit einem sitzt, die dort jene Person dort und so, er kämpft auch mit dort, was du tust. Und du sind vielleicht andere Menschen, die kicken bloß rauf an jan Menschen, die du bist struggling dort, aber du kickst am an mit einem offenen Herzen, und du wirst am halten, du hast Mitleid mit denen, mit Reich von anderen Menschen, die nicht durchrennen, und du kickst am nicht so an, dass ich will auch tun, ich weiß, wo das fehlen wird, ich will sagen, dass ich am halten komme, hast dich es ans Mitleid viel gerade, bloß wegen, ich will das selber Ding durchgehen. So der in alles in ons Leben, mit alles in ons Leben. Nu, wat hat dit mit Jesus zu tun? Dit bringt uns in Hebräer Kapitel 4, Vers 14. Sagt, willst wie Jesus Gott sein Sehen aus Hohepriester haben, der durch die ganze Himmel gegangen ist, weil wir an uns Bekenntnis festhalten. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitfüllen kann. Aber einer, der in alles krank so versorgt worden ist, aus wie sind, bloß Unsinn. Jesus ist uns großer hoher Priester. Gott hat es so angestellt, dass die Priester so Menschen sind, die mitfüllen können mit anderen Menschen. Gott wie nicht Mensch, er wird Mensch und wohnt mag uns und er wird dann als Priester und er kann dann nicht mitfüllen mit uns. Wo uns, dass jeder sagt, er wird in alles so versagt, so wie sind. Du hast ein Sprechwort, ich glaube, die meisten vielleicht alle von Ihnen haben mal eingehört. Dort sagst du es dit. Dort niemals ein Mann rechten, die hast ein Mehl, in den sie eine Show gehen. Ich habe dort mal eingehört. Dort wird ich ein bisschen alle bedenken, da, nicht? Weil wir ich mal mit den Besten an der Show gehen und sagen, was können wir von dort lernen? Weißt du, was Jesus hat den Mehl in unsere Show gehen? Und weißt du was? Er hat auch das Recht zu rechten, wie es heute auch in unserer Show gehen, und er hat darüber ohne Sinn. Er hat das Recht zu rechten. Aber was interessant ist von Jesus, ist, dass seine Ursache für in unsere Show gehen, wir kriegen dort Gegenteil aus Rechten. Nicht, dass er dann Leute können pushen und kicken, ich habe können tun und ihr könnt gleich. Und dann bloß Recht in den Struf bleiben. Den seine Ursache für das, wir kriegen dort Gegenteil. Er kann in unsere Show nennen und wandelt so wie, dass er kann mitfüllen mit uns und vielleicht auch, dass wir würden können sagen, dass Gott ist demütig genug, dass er mit uns gehen wird. Das ist, was der Brief von Philippa uns sagen wird, dass Gott mögt sich gering und demütig sich und er wird Mensch und er dient uns und er wie mir so gering und demütig, er starb mir für uns Kreuz. Dass wir diesen Bild können sagen, dass Gott, der allmächtige Gott, ist auch so demütig, dass er wird nur in unserer Show sterben. Uns dein, sterben am Kreuz für uns. Alles durchgehende Dinge, was wir durchgehen, dass wir können, oder dass er kann mit uns mitfallen. Er ist uns hoher Priester. Und dann, und es steht, das wir haben gesagt, dort er dann nur her, wird uns dann rechten, so es wird vielleicht reich sein, ihr weißt. Wie er an unserer Show gestorben. Er wandelt
die Mehl in unserer Show, hij kon mitfüllen, und dann dort hij an unsere Show sozusagen gestorben. Warum? Dort wir wurden dort ewig leben können haben. Römer 4, Vers 8 sagt uns dort, während wir noch Sünder waren, starb Christus für uns zur rechten Zeit. Letzte Week, ich glaube, ein von den letzten Versen, wo ich heute rübergebracht habe, du hast von geredet, kriegt es Gedanken, wo einzelne Menschen die Hand in Gott, die irgendwo der Büten ist. Das ist irgendwo weit auf. Und die haben einen Gott, wo die sich über nichts sicher sein. Besonders nicht über die Ewigkeit können sich nicht sicher sein. So fallen die sich über Gott. Aber dann habe ich eine Vers mitgeteilt, wo kriegt das Gegenteil. Und die werde ich weiter ein so eine Vers lesen. Das kriegt das nächste. Hebräer 4, Vers 16, hart mal das. Sagt du wegen, wo wegen? Wegen kriegt alles, wo wir haben von Grüß geredet. Sagt du wegen, weil wir im Fall vertrauen, einem Grund dran gehen, dort wir Mitleid kriegen und genug fingen zu der rechten Zeit, wann uns der Haupt nötig fehlen wird. Als Gott weit weg von der gläubigen Mensch. Hey, es nicht. So wie Angst haben, nur Gott zu kommen. So wie uns nicht wählen, Gott anzurufen, aus einem persönlichen Gott, mit einem persönlichen Verhältnis. So wie uns wehren für dort. Dieser Vers sagt, wir sollen im Fallen vertrauen, du Handkommen. Auf Englisch sagt, haftet das Wort bold. Dort wir sollen dort boldly handkommen. Dort wird bedient Beruf. So wir sollen im Fallen vertrauen und Beruf nach Gott sein Gnadenthron gehen, wo wir Mitleid wollen kriegen. Nicht glauben, dass wir Brücken uns verstärken von Gott. Er sagt, no, kommt im vollen Vertrauen und Beruf nur mir. Ihr braucht nicht Angst haben. Gott wird Mensch und er wohnt mag uns. Er weiß, wo uns dort fällt, wo uns dort geht. Er kann mitfallen mit uns, wegen er hat alles belebt, so wie wir haben. Und er sagt, kommt im vollen Vertrauen. Das ist, wer Gott ist. Aber zu beten, Himmlisch Vater, wir danken dir für diese Offenbarung von Jesus. Dass du wirst an der Welt hineingekommen. Herr, und du wirst wahrlich zu gehen, so wie in der Welt gehen. Die jüngst auch der schwierige Tiden. Die hat so gute Tiden. Und die hat so schlechte Tiden. Und die wirst auch hier sterben. Wir danken dir für dort. Und Herr, ich bete bloß, dass du machst diese Offenbarung bloß deep an jedem einem seinen Horten anleihen. Dass die wirst wirklich eine dichte Gemeinschaft haben mit uns. Wir weiten dort, den Wort sagt dort. Und ich bete bloß, dass die Menschen, meine Menschen, wo steht klar merken, dass dein Wort wird bloß stark rückgehen. Und dass Menschen nicht mehr würden Angst haben, wenn die kommen. Ich bete in Jesu Namen. Amen. Despised, you were rejected, Lord. Those who passed by even averted their gaze from the sight. Such was the suffering you bore for us. Led like a lamb to the slaughter. You spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong. Nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come. Yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. For God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord. Those who passed by even averted their gaze from the sight. Such
was the suffering you mourned for us. Led like a lamb to the slaughter. You spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong, nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come. Yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. For God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. Yet by your wounds our salvation has come. Yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. For God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. Wir noch tut dem Segen. Himmlischer Vater, wir danken dir. Die Nummer ist der höchste Nummer. Herr, wir danken dir für das Erratung. Wir danken dir für die Gnade, die du uns bewiesen hast. Wir danken dir für das Segen, was du hast uns gegeben. Den Segen von deinem Wort, der Schrift, den Segen von den Heiligen Geist, der uns Kraft geben wird für das Leben. Herr, wir beten bloß, dass du möchtest durch uns schaffen. Wir sind up für dich, dass du durch uns was schaffen. Herr, möchtest du durch uns viele Menschen erregen. Wir beten in Jesu Namen. Amen.